Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal mit Hallo. Julien und Sebastian. Ich habe mir ein neues Format einfallen lassen und zwar möchte ich Sebastian heute 3 Fragen stellen, unvorbereitet, und die sollen sich natürlich um unser Thema drehen: Auswandern, im Ausland leben, im tropischen Bereich leben, Auswanderung, Sprache etc., Hausbau, alles was ihr so auf unserem Kanal findet. Für alle, die heute komplett neu sind, einmal ganz kurz zu unserer Vergangenheit. 2015 sind wir das erste Mal für ein halbes Jahr in Paraguay gewesen. 2016 sind wir nach Paraguay ausgewandert und sind dort bis Anfang 2019 geblieben. Dann sind wir mit einem Minibus nach Peru gereist, durch Bolivien durch, und sind dann bis 22, weiß nicht ganz, 22, 23, ja nicht 22, oder? In Peru geblieben. 23. 23, waren 13 Monate in Deutschland und jetzt sind wir zurück in Peru und Peru ist das Land, was uns gefällt, und hier werden wir bleiben. Das ist nur ganz kurz für die, die nicht wissen, wer wir sind, damit ihr versteht, mit welchem Hintergrundwissen Sebastian jetzt diese Fragen beantworten soll. Und wenn du bereit bist, dann sag ja, dann kriegst du die erste Frage. Los geht's. Ich habe einen Zettel gemacht, warte, du Ich kennst weiß die Fragen von nicht. nichts. Also, welchen Moment wirst du nie vergessen, seit wir ausgewandert sind? Welchen Moment werde ich nie vergessen, als wir ausgewandert sind? Jetzt habe ich spontan das mit dem Container im Kopf. Als der Container da runtergehoben werden sollte von dem LKW. Gibt bestimmt noch mehrere Momente. Da gibt es übrigens auch ein Video davon. Ich wollte gerade sagen, vielleicht willst du es ein bisschen erklären. Wir können sind wir- nach Paraguay ausgewandert mit Ja, du sagst, einem... ich soll es erklären. Ja, ich mache nur einen Anfang. Anfang. Selber. 33 Fuß Container? Kubik. Guck mal, ich habe keine Ahnung. Ja, 6 Meter, ich weiß nicht wie viel Fuß oder Kubik oder was du, weiß ich nicht mehr. 6 Meter lang, die anderen sind 10 Meter lang. So ein Seekontainer. Und ja, der wurde dann per Frachtschiff nach Paraguay gebracht, über ein anderes Land und dann per Landweg nach Paraguay, weil Paraguay ist ja nicht am Meer. Und dann sollte der zu uns kommen und der war dann in der Stadt, in Cacoazú in Paraguay, und dann sollte er zu uns da aufs Land rauskommen. Der LKW-Fahrer war vorher schauen und sagt, ja, nicht optimal, weil das ist ja eine Kuhweide gewesen vorher, kein fest befestigter Weg, nicht optimal, aber ja, wir machen das. Wir bringen aber einen zweiten LKW mit, falls es schief geht, dass wir uns rausziehen können. Ja, er fährt mit dem LKW, das war in... Heißt das Sattellaster? Nee, das war kein Sattel, das war kein... Das war das war eigentlich ein Abschlepp-LKW für LKWs. Also ein großer LKW, der LKWs abschleppt, die liegen geblieben sind. Und der hat aber hinten eine Aufnahme gehabt, wo der Container drauf ging, von der Größe her. Und ich gucke jetzt so ein bisschen nach unten, weil die Sonne blendet. Und das war ein ziemlich großer, schwerer LKW, der an sich schon sehr viel Masse hat. Eben weil er da diesen Kran dran hat und ich glaube, der hatte 4 Achsen oder 5 Achsen, ich weiß gar nicht, der hatte hinten 3 und vorn 2. Vorn 2, das war ein wirklich sehr schwerer LKW. Und er fährt dann bei uns drauf auf das Grundstück und nach 20 Metern, wenn überhaupt, ist er am Boden versunken. Und es ging nicht weiter. Und eigentlich sollte der Container noch mal 100 Meter weiter. Und er hat gesagt, das geht nicht, ich kann nicht weiterfahren. Ja, haben wir gesagt, ja, du musst halt hier absetzen. Was haben wir denn für andere Möglichkeiten? Es gibt keine andere Möglichkeit, weil der Boden war so weich, der ist versunken da. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, jedenfalls wollte er den dann absetzen mit seinem Kran und dann ist der LKW ins Schwanken gekommen, weil der Container schwerer war als, und weil der LKW halt schief stand, konnte er seine Stützen nicht richtig gut ausfahren, und das war schon ein ziemlich schlimmer Moment für uns, weil wir dachten, nicht nur bloß an andere Dinge, die im Container drin sind, dass wenn der jetzt umkippt, dass da vielleicht was kaputt geht drin. Nein, auch der LKW, weil wir wussten, dass hier in Südamerika ist das so, man hat so einen Kostenvoranschlag, so und so viel soll das kosten. Aber wenn der LKW umgekippt wäre und dann ein riesen Schaden entstanden wäre, da hätten wir wahrscheinlich mit uns daran beteiligen dürfen, und das wäre dann wahrscheinlich für uns sowas, naja, ich sag mal, ein Kostenfaktor gewesen, den wir hätten vielleicht noch nicht stemmen können. Deswegen waren wir da, und das hat sich ziemlich lang hingezogen, die ganze Aktion. Wie gesagt, wir haben da ein Video von gemacht, und das ist auf jeden Fall hängen geblieben, und es gibt bestimmt noch andere Momente. Weiter will ich es jetzt so gar nicht ausführen. Jedenfalls, er hat es dann geschafft, den abzusetzen, und das Wegfahren, am besten schaut euch das Video an, weil das war dann auch nochmal komplizierter. Ja, das verlinken wir. Ja. Weil ich füge nur kurz an,
der mitgefahrene LKW, der den anderen rausziehen sollte für so einen Fall. Das hat auch nicht geklappt. Ja. Okay, zweite Frage. Ich gucke auf meinen Zettel. Was ist für dich das Schwierigste am Leben fernab von der Zivilisation? Weil wir wohnen übrigens jedes Mal doch sehr fernab von größerer Zivilisation. Ich glaube, in Aukayaku war das am intensivsten. Jetzt haben wir ja schon nahe Nachbarn. Jetzt sind wir ein bisschen näher. Was ist für mich das Herausforderndste? Das Herausforderndste. Das Herausforderndste, das sind, ich überlege ich gerade, weil es sind zum einen die Naturgewalten, die sich nicht immer berechnen lassen. Ich meine damit jetzt zum Beispiel Tiere, die da einfach mal so kommen und einem das Leben ein bisschen schwerer machen, weil wir nicht darauf eingestellt sind. Weil aktuell leben wir noch in einem Haus, das hat noch nicht mal Wände. Oder eben sehr starke Regenfälle oder starker Wind, eben so Naturgewalten, wo wir jetzt nicht darauf vorbereitet sind. Oder vielleicht sogar mehr, dass diese zwischenmenschlichen, emotionalen Beziehungssituationen, die entstehen, das ist eigentlich fast noch mehr herausfordernd, weil da nicht einfach mal jemand anders ist, jetzt vielleicht noch eher, aber damals waren wir doch eine Stunde von der Stadt entfernt und hatten da auch niemanden, mit dem wir jetzt hätten unbedingt da direkt in der Nähe, mit dem wir jetzt hätten uns da austauschen können, weder meine Frau noch ich, oder hätten wollen. Und das ging schon an die Substanz zum Teil, so in der zwischenmenschlichen Beziehung, zwischeneinander, wir beide und mit unseren Kindern, weil es einfach keine Ausweichoption gab. Auch nicht mit den Kindern. Wir haben jetzt ja nie die Kinder da irgendwie weggegeben, jetzt im Ausland in irgendeinen Kindergarten oder in irgendeine andere Institution. Jetzt habe ich irgendwie das Wort nicht ganz richtig gesagt wahrscheinlich. Und da kommen halt immer wieder Situationen, wo ich an meine Grenzen komme und die anderen auch. Denke ich mal, das ist fast mehr herausfordernd als... Ansonsten, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen anderen Themen, Sprache und sowas, ja, das haben wir halt gelernt über die Zeit. Das mehr so dieses, was ich gerade gesagt habe. Und eben davor kommen eben so die Naturereignisse oder eben die, was uns eben so unvorbereitete Dinge, auf die man nicht vorbereitet ist, ja. Ist das zufriedenstellend, die Antwort? Ja, willst du noch kurz meine Gedanken dazu sagen? Sie sagen kann ich sie nicht, aber hören vielleicht. Mein Gedanke war, die Situation dann darüber hinaus, wenn man fernab von der Zivilisation ist und du alles selber machen willst und das einen wiederum in brenzliche Situationen bringt oder in unangenehme Situationen, wie der Strompfosten, der in den Zaun gefallen ist. Und als ich dann Hilfe hörte, du dann sagte, du willst keine Hilfe. Ja. Das war für mich sehr schlimm. Ja, das liegt aber an mir, weil ich ein Mensch bin, ich mag am liebsten alles selber machen. Weil das liegt an verschiedenen Punkten. Zum einen, weil ich vieles auch kann und mir selber zutraue und ich auch vieles selbst ausprobieren will und die Erfahrung machen möchte. Und zum anderen aufgrund meiner Erfahrung von früher sehr geprägt bin, was Vertrauensverlust angeht. Also ich habe wenig Vertrauen in fremde Menschen, um jetzt irgendwie Arbeiten zu übergeben. Und zum anderen sehe ich es nicht ein, dass ich jetzt irgendwie versuche, Geld zu generieren, um dann jemand anders dafür zu bezahlen, dass er die Tätigkeit, die ich selber machen kann, schlechter macht, als wie ich sie machen würde. Und wenn ich möchte, dass er sie gut macht, müsste ich daneben stehen und tue dieselbe Zeit dafür aufopfern, als wenn ich es selbst mache. Deswegen, das sind so die Punkte, die mich da immer wieder ins Schwanken bringen. Aber es hat bis jetzt meistens funktioniert. Das brauchen wir jetzt aber nicht weiter erwähnen. Es gab einen schweren Unfall, den ich hatte, das vielleicht hätte verhindert werden können, wenn jemand dabei gewesen wäre. Oder zumindest anders abgelaufen wäre. Und ich glaube, von diesem Strompfosten, der in den Zaun gefallen ist, haben wir sogar auch ein Video. Ich glaube, ja. Von dem Strompfosten gibt es ein Video, ja. Es ist im Nachhinein betrachtet, manchmal kommen einem ja erst die besseren Ideen, wie ich es hätte machen können, nachdem ich dann sehe, wie es nicht gut geht. Oder dann vielleicht, es kamen ja auch ein paar Kommentare und manchmal im Nachhinein denke ich dann, ja, wieso bist du denn da vorher nicht drauf gekommen? Aber ja, was soll's? Das sind halt solche Lerneffekte und ich tue auch nicht immer vorher Internet konsultieren oder irgendjemand anders fragen, weil das ist mit unseren Kindern. Die allerbesten Lerneffekt hat man ja dadurch, dass man etwas probiert und es vielleicht sogar auch mal schief geht. Solange es niemand verletzt wird dabei, ist das ja alles gut. Wenn es bloß zu materialen Schaden kommt oder sowas, weil das sind Dinge, die bleiben hängen und das sind dann Erfahrungen, die dann auch prägen. Das könnt ihr euch dann anschauen. Jetzt meine letzte Frage. Ja. Was würdest du einem Neuankömmling beibringen, damit er es hier leichter hat oder damit er hier klarkommt? Du meinst jetzt speziell in Peru oder allgemein? Naja,
Ich würde einfach mal die Frage so erfassen, wie ich es verstanden habe. Ja, es sind zwei wichtige Punkte, finde ich. Zum einen Gelassenheit, weil hier die Ohren anders ticken und auch die Mentalität der Menschen anders ist. Und Sprache. Also Sprache lernen, wer es nicht kann. Das sind die wichtigsten Punkte, weil alles andere, finde ich, sollte jeder selber erfahren und es kommt dann von ganz allein auf einen zu. Also wirklich ohne die Sprache ist man aufgeschmissen, weil da ist man ständig auf Hilfe angewiesen und nur Übersetzer funktioniert nicht, gerade hier in Peru oder in Paraguay, weil die Sprache eben, wir reden ja hier kein astreines Spanisch, sondern Castellano und das noch abgewandelt, je nach Land mit anderen Vokabeln, wo es schwierig ist, jetzt rein mit dem Übersetzer zu arbeiten. Das funktioniert vielleicht in Lima oder in größeren Städten zum Teil oder bei Menschen, die einen etwas erweiterten Horizont haben. Das sind aber nicht so viele, habe ich das Gefühl, hier in Südamerika, zumindest die wir jetzt so im Alltag kennengelernt haben. Und dadurch kommt es dann öfters zu Problemen, wenn die Sprache nicht da ist. Und das andere, die Gelassenheit, ist halt ganz wichtig, dass ihr nicht durchdreht. weil einfach, weil Erwartungen, die wir haben, weil nach unserer Art des Lebens, wie wir in Europa oder in Deutschland speziell geprägt sind durch unsere Eltern, durch unsere Gesellschaft, wie wir aufgewachsen sind, das wird hier nicht erfüllt. Das ist auch gut so, weil die halt eine andere Art zu leben haben. Ob uns das gefällt oder nicht, spielt da mal keine Rolle. Es ist halt ziemlich kontrovers. Da wollte ich sogar was zu sagen, weil die Erwartungen sind ganz, ganz oft ein Problem. Ich habe nämlich auch andere Videos von anderen Auswanderern geschaut, die zum Beispiel auch nach Dubai und so gegangen sind und die dann zurück ausgewandert sind, weil gewisse Erwartungen, die wir als, ich sag mal, Deutsche oder in Europa Aufgewachsene als eine Norm, einen Standard ansehen. Das ist hier aber wirklich nicht der Fall und die sind halt ausgewandert, weil die Wohnung gewisse Mängel aufweist, die wir in dieser Preisklasse in Europa gar nie erwartet hätten. Oder auch das Verhalten der Menschen, wie sie dann mit Terminen umgehen oder Absprachen. Da kann ich auch nur sagen, raus aus euren Erwartungen. Ihr werdet sonst ganz viele Misserfolge, Missverständnisse erleben. Und das ist echt dann leichter, wenn man einfach loslässt und schaut, was passiert. Ja, vor allen Dingen viele Enttäuschungen, also Ende der Täuschung, weil man ist ja vorher getäuscht gewesen, weil man hat ja gedacht, oder ich oder sie, meine Frau oder du dann in diesem Fall, denkst dann, ja, wenn ich das und das verabrede, dann wird das bei rauskommen. Das ist halt schwierig. Wir haben auch oft diese Erwartung. Wir sind nicht davon befreit, nur ich denke, wir können jetzt vielleicht ein bisschen locker zum Teil damit umgehen und haben diese Erwartung auch schon reduziert. Weil es einen sonst zermürbt und es gibt wirklich viele Menschen, wenn man sich jetzt die Statistiken anschaut, egal von welchem Land, wir haben ja, bevor wir jetzt wieder nach Peru gegangen sind, einfach mal so die Fühler ausgestreckt, was wäre denn noch möglich, welche Länder? Selbst Indien und sowas, also quer über die Globus, ja, aber ich wollte das Wort erst gar nicht benutzen, weil ich bin da nicht ganz von überzeugt. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist halt live. Ich kann so rausschneiden, mal sehen. Das ist ja schon, ihr braucht da nicht bei denen. Es ist ja schon selbst in Österreich oder teilweise in Deutschland schon in verschiedenen Regionen sind ja die Mentalitäten ja schon ein bisschen anders, regional. Und ja, ich weiß echt nicht mehr, ich habe es vergessen. Genau, geht man Jägerschnitzel in Sachsen bestellen. Das ist was anderes als in Lübeck. Ja. Sebastian, komm zurück. Du hast nachgeschaut. Ich habe jetzt weder Kosten noch Mühen gescheut und habe jetzt mal kurz das Video mir nochmal angeschaut. Wieso ich drauf gekommen bin, mit egal welches Land. Jetzt muss ich... Das geht um Statistiken. Ja, Statistiken. Die Rückwanderquote ist, egal wo man schaut, die ist fast genauso hoch wie die Auswanderquote. Und es gibt sogar Länder, erstaunlicherweise ist die Rückwanderquote höher, aber wahrscheinlich je nach Jahr, da ist mal ein Jahr, da gehen mehr zurück. Und ich kann natürlich nicht die Gründe von allen Einzelnen wissen, weil ich mit niemandem davon oder mit den wenigsten davon in Kontakt bin. Aber wir kennen doch ein paar, die nach Paraguay sind und auch ein paar, die nach Peru gekommen sind. Ich sage nur Enttäuschung. Und genau, Enttäuschung, Ende der Täuschung, das heißt, die Erwartung war eine andere. Und das ist egal, wo ihr da hingeht. Weil selbst wir haben ja vorher das gemacht. Wir waren ein halbes Jahr mit dem Rucksack in Paraguay, also 5 Monate. Und haben gedacht, wir kennen das Land. Wir waren ja ein halbes Jahr da. Wir haben uns das ein bisschen angeschaut, aber... Dann kam der Winter.
wir sind halt im Sommer gefahren, weil ich dachte, oh, wenn es so heiß ist, vielleicht komme ich damit nicht klar. Super, alles toll gewesen. Und dann war es kalt und das war dann für uns das Ende der Täuschung, weil wir hatten halt nicht erwartet, dass es so kalt wird, dass uns da die Pflanzen erfrieren. Kannst du dich noch erinnern, als wir abgeholt worden sind mit den Koffern vom Flughafen? Ja, da war. Und dann wurden wir abgeholt und es war der erste Tag, wie das aus Deutschland aus dem Herbst kennt. So Griesel, also alles grau am Himmel, dann so leichter Regen und das war kalt. Ich habe meine Schuhe, meine geschlossenen Schuhe, weil ich ja nur gewisse Gepäck-Kilo-Anzahl mitgenommen habe, hatte ich am Flughafen in der Toilette gelassen in Deutschland. Habe ich für irgendjemand hingestellt. Und ich kam dann mit kurzer Kleidung an, mit Sandalen oder Flipflops oder so. Und dann erwartet mich so ein Wetter an dem Punkt, wo wir ausgewandert sind. Das war Ende der Täuschung. Das war eine Enttäuschung, habe ich nicht gedacht. Ja, und es geht halt nicht, wir haben das vorher gewusst. Oder wir haben uns das vorher schon klar gemacht, weil wir ja in Paraguay schon waren, die paar Monate, dass wenn wir jetzt gehen, dass wir jetzt nicht das Deutschland mit wärmeren Klima und ein bisschen mehr Freiheit haben. Das war uns schon bewusst. Nur du denkst nicht an alles. Du denkst nicht an jeden Punkt, der da irgendwie mit dabei reinspielt. Und das ist so viel. Das ist halt ein komplett anderes Leben. Aber ich möchte jetzt niemandem damit Angst machen. Was ich eigentlich sagen möchte, jetzt am Ende noch, wer jetzt wirklich den Wunsch hat und hat die finanziellen Möglichkeiten, macht es. Macht es einfach, weil ihr könnt nur Erfahrung damit gewinnen. Wenn ihr die ganze Zeit in eurem Umfeld, in eurem Leben, was ihr jetzt gerade führt, bleibt, werdet ihr wahrscheinlich die ähnlichen Erfahrungen euer ganzes Leben lang führen. Und dann vielleicht später mal sagen, ja, hätte ich vielleicht mal. Also jeder, der jetzt noch kann, körperlich und auch finanziell vor allen Dingen, macht es einfach. Solange ihr euch noch, ich sag mal, ein gewisses Puffer an finanziellen Möglichkeiten habt, dass ihr wieder zurückfliegen könntet, ihr habt nichts zu verlieren, ihr habt nur zu gewinnen. Du hast sogar recht. Einige, die wir ja kennengelernt und die wieder gegangen sind. Ich glaube, die Erfahrung, die sie gemacht haben, die nehmen sie mit aufs Sterbebett oder erzählen es noch den Enkeln oder den Urenkeln. Und wir haben auch schon von einem Freund, der wieder zurückgegangen ist, der jetzt immer wieder sagt, ach, wieso bin ich denn wieder zurückgegangen? Ich will lieber wieder dorthin, wo ihr jetzt seid. Die Gründe sind natürlich immer völlig verschieden, wieso jemand überhaupt auswandert und wieso jemand auch wieder zurückgeht dann. Aber das Zurückgehen hat wirklich öfters wahrscheinlich mit der Ende der Täuschung zu tun oder aus finanzielles Ende. Aber im Endeffekt hat es ja auch mit der Ende der Täuschung zu tun, weil jetzt nicht alles gut kalkuliert war oder eben nicht eine Einnahmequelle da war. Ja, das denke ich mal, ist lang genug geredet, oder? Also, wenn euch das Format gefällt, schreibt unten in die Kommentare und dann werden wir das bald wieder machen. Meines Erachtens ja jede Woche einmal. Oha, das erzeugt Druck. Ja, herzliche Grüße. Tschüss.